ist der Kerl hier eingebrochen. Deswegen hätten wir vielleicht besser die Polizei rufen sollen. Dir wäre das sicher nicht passiert. Das Wichtigste ist doch, dass der Kerl verschwunden ist und mit ihm seine Bilder. Dafür hat er jetzt natürlich eine fantastische Story. Gigolo und Prügelprinz. Super. Ich bring dir nichts als Ärger ein. Vielleicht bin ich doch nicht der Richtige für dich. Ich müsste zugeben, was diese Frau vorhat. Vielleicht will sie ganz einfach in den Besitz des Lahnsteinsvermögens kommen. Carla, jemand wie die ist doch nicht scharf auf Geld. Ich dachte, Geld wäre mal das einzige Motiv, das du kennst. Da siehst du mal, wie wenig du von mir weißt. Nein, es muss was anderes sein. Ich mache mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um Leonard als um diese Maria Galdi. Ja, bin ich ja beruhigt, dass wir wenigstens in dem Punkt nicht einer Meinung sind. Carla, ob es dir passt oder nicht. Diese Frau hat irgendwas vor. Die hat sich hier nicht ohne Grund als Privatsekretärin der Prinzessin eingeschlichen. Ja, du hast recht. Es sind Raubtiere. Aber wenn man mit ihnen aufwächst und sie täglich füttert, dann lernt man irgendwann, sie zu mögen. Und manchmal gelingt es sogar, sie zu dressieren. Wann schnappen sie denn zu? So wie eben. Gott. Ja, das mag ja alles sein, aber Waldensteig braucht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Waldensteig. Ich weiß, das ist dein Leben, das ist deine Welt, aber ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Ich weiß nicht, was da für Menschen leben, was die bewegt. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, Katharina, die war mir nah. Aber jetzt ist Katharina Luise Katharina von... Luise Letizia Katharina, Prinzessin von Waldensteig. Da hast du's. Ich schaff's nicht mal, deinen Namen in einem Rutsch aufzusagen. Wir leben in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Ja, du hast recht. Deine Welt war mir genauso fremd. Aber dann hast du mich an der Hand genommen und du hast mir gezeigt, wie man Bier trinkt und wie man Pommes Schranke isst. Komm, Na, willst du? ich will dir etwas zeigen. Hm? Was wird denn das? Ich will dir meine Familie vorstellen, damit du dir unter den Waldensteigs etwas vorstellen kannst. Tada! Unsere Gemäldesammlung. Alles, was wichtig und selten ist aus den letzten 5 Jahrhunderten. Sie lagerten die ganze Zeit in unserem Stammschloss im Keller. Aber jetzt sollen sie im neuen Glanz erstrahlen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Herr Paché, was macht Ihr Rheuma? Danke, durchlaucht. Herr Paché war der Einzige, der für die Aufgabe in Frage kam. Da war ich mir mit Carla von Anfang an einig. Ja, was willst du mir denn eigentlich zeigen? Na, unsere Gemälde. Also ein Teil davon. Unsere Ahnengalerie. Als Kind habe ich Nachmittage damit verbracht, auswendig zu lernen, wie ich mit wem verwandt bin. Und mit einem Bild vor Augen ging es leichter. Er hier sieht ein bisschen verkatert aus. Ah, das nenne ich Menschenkenntnis. Fürchte Gott von Waldensteig. Er war ein echter Lebemann. Seine Bälle waren Wochen davor und danach Tagesgespräch. Außerdem führte er sehr erfolgreiche Kriege. Unter ihm war die Ausdehnung des Fürstentums so groß wie nie. Ist das nicht bewundernswert? Ja. Genauso wie Karl August. Er wollte eigentlich nie Fürst werden, sondern sein Leben eher Gott widmen. Aber wie das Schicksal so spielt, sind alle seine Brüder an der Pest gestorben. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als trotz seiner Priesterweihe der Kirche den Rücken zu kehren und selbst den Thron zu besteigen. Auch sehr bewundernswert. All deine Vorfahren, die haben nur für das Fürstentum gelebt und ihre eigenen Interessen, die haben sie hinten angestellt. Ja, bis auf Gustav und Charlotte. Ja, okay, das war ja eher so eine Art Vorruhestand, oder?
Ja, aber ich glaube, Sie haben es anders bezeichnet. Und? Ach ja, und das hier, das kennst du ja schon. Die Unvernunft der Gefühle. Mein Vater bezeichnet es immer als das Herzstück der Sammlung. Weil es so teuer ist? Ja, das ist es wirklich, aber ich glaube, er meint wohl eher, weil es mit dem Schicksal der Waldensteig so eng verbunden ist. Wenn man dich so reden hört, dann bekommt man den Eindruck, als ob deine Vorfahren ihre Gefühle ziemlich gut im Griff hatten. Das war nicht nur bei meinen Vorfahren so. Luise, der Mann an deiner Seite, der muss ja offensichtlich verantwortungsbewusst sein und diszipliniert. Und wenn du meine Freunde fragst, sind das nicht unbedingt die ersten Dinge, die denen zu mir einfallen. Dieses Argument wird meinem Vater bestimmt am allermeisten imponieren. Und trotzdem, ich liebe dich, Gregor. Du hast mir gezeigt, was in meinem Leben bis jetzt gefehlt hat. Und seit ich dich kenne, ist nichts mehr so, wie es war. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Mit allem, was dazugehört. Egal wie. Her face cut from stone. Her eyes when she's. Und du willst Leonhard und Ansgar wirklich nichts davon sagen? Leonhard wäre sowieso gegen eine DNA-Analyse. Und was Ansgar angeht, je weniger er weiß, desto besser. Ja, schon, aber ich meine... Ich weiß, es ist nicht die feine Art, aber ich kann nicht zulassen, dass Leonhard auf diese Schwindlerin reinfällt. Hey, ich wollte dich eigentlich noch schlafen lassen, aber wenn dir so viel an einem Kuss liegt, dann komm doch vorbei. Ich bin im Hangar. Später, erst muss ich nach Königsbrunn. Wieso? Ich will mit meinem Vater reden. Ich hatte heute Nacht eine Idee, wie wir die Probleme von Waldensteig lösen können. Ach ja? Erkläre ich dir später. Das heißt, du kommst hierher? Aber sicher. Ich harre derweil aus mit wild klopfendem Herzen. Bis dann. Mua. Baron von Tepp. Was wollen Sie denn hier? Ich möchte mit Ihnen ein Geschäft abschließen. Haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was es bedeutet, eine Frau wie Luise glücklich zu machen? Sie hatte immer Personal, war von früh bis spät umsorgt. Wie hoch schätzen Sie beispielsweise die laufenden Kosten für Garderobe und Friseur ein? Sehen Sie, das ist der Unterschied. Es kümmert mich nicht, weil für mich muss sich Luise nicht hübsch machen. Ich mag sie so, wie sie ist. Und das ist ihr neues Leben. Sicher. Und sie findet alles unglaublich aufregend, aber was ist, wenn die erste Verliebtheit verflogen ist oder ernsthafte Probleme auftreten? Kommen Sie zum Punkt. Das sind eine Menge Nullen. Dann bringe ich sämtliche Unterlagen mit. Hier bist du. Wir sehen uns dann morgen. Auf Wiederhören. Ich habe dich überall gesucht. Mir ging es nicht anders. Wo hast du gesteckt, Kind? Papa, ich hatte letzte Nacht eine Idee, aber versprich mir, dass du mich ausreden lässt. Ich weiß, wie wir unsere finanzielle Situation lösen könnten. Unsere Unternehmen sind verschuldet, aber wir haben Werte, mit deren Hilfe wir neue Kredite bekommen könnten. Wovon redest du? Von unserer Gemäldesammlung. Allein die Unvernunft der Gefühle würde eine enorme Summe erzielen. Ich meine, natürlich könnte man damit Waldensteig nicht sanieren, aber um neue Liquidität bei den Banken zu bekommen,
Damit wäre uns allen geholfen. Mir, dir und dem Fürstentum. Du willst das Gemälde verkaufen?